Im letzten Vlog habe ich euch den schönsten Strand meiner Meinung nach in Los Angeles gezeigt, Venice Beach. Und heute fahren wir nach West Hollywood und nach Beverly Hills. Und hier könnt ihr sehen, ist natürlich immer viel Traffic. Und wir haben einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, müssten glaube ich 7 sein. 7 Spuren hier, das ist krass, Leute. Und sowas hier gibt es auch nur in den USA, gibt euch mal eine kleine Flasche hier. Und Los Angeles ist sehr weitläufig. Deswegen kann ich euch empfehlen, holt euch wirklich ein Auto, um von A nach B zu kommen. Natürlich gibt es auch Public Transportation, aber für komplett Kalifornien würde ich euch auf jeden Fall ein Auto empfehlen. Wir haben jetzt hier unser Auto ganz kurz geparkt und wir sind jetzt hier in West Hollywood. Wir sind vom Venice Beach gekommen, über den Santa Monica Boulevard. Das habt ihr jetzt hier gesehen, ein bisschen mit Musik eingeblendet und jetzt sind wir hier in West Hollywood. Ist glaube ich auch das Schwulen- und Lesbenviertel liegt glaube ich auch hier. Und hier allein schon die Häuser sind so wunderschön. Na, das ist unglaublich, so wie in den Filmen. Ne? Hier ist wirklich der amerikanische Traum. Hier vorne Beverly Hills, das Logo. Mein Kollege, der Gary, der wollte, dass wir kurz hier stoppen. Gary, what is this exactly here? So this is the Troubadour. It's the most famous rock bar for rock and roll players. Jackson Browne, Tom Petty, Linda Ronstadt, the Eagles, everybody who was famous in the late 60s, early 70s, they started here. So, I mean, it's just the most famous place. A lot of people just started here and they would come here to LA from all over the United States. Okay. And they get discovered. And we are right now in West Hollywood. How you can describe West Hollywood? Well, in one minute? Quickly? Beverly Hills is just a little bit away. The Hollywood Hills, a lot of actors live up on the hill. And this is also the gay part of town. And there's also known famous for rock and roll, but a lot of kids would come here to run away. Run away. Okay, thank you so much, Gary. Yep. Jetzt fahren wir nach Beverly Hills. Und zwar könnt ihr auch eine Tour hier machen, wo die ganzen Stars wohnen, die Reichen und Schönen. Natürlich muss man das Ganze auch respektieren, aber ich bin ein sehr großer Michael Jackson-Fan. Ja, für mich ist der King of Pop. Und wir fahren jetzt zu dem Haus, wo er als letztes hier in Los Angeles gelebt hat. In dem Haus ist er auch verstorben, oder er ist, ich glaube, im Krankenhaus verstorben, aber in dem Haus, genau, war das letzte Haus, wo er gelebt hat. Und da fahren wir jetzt hin. Das könnt ihr einfach in Google eingeben. Ich blende euch mal gerne die Location ein. Es ist nicht gated. Und da werden wir jetzt hinfahren. Und da kann ich euch mal auch ein paar, die Häuser zeigen von den Reichen und Schönen. Ihr könnt auch googeln, wo Chris Brown lebt und Justin Bieber und so weiter. Dann könnt ihr hinfahren. Weil die meisten Sachen sind wirklich hier in Beverly Hills nicht gated. Hier 7 Minuten zu Michael Jackson, sein Haus hier in Beverly Hills. So Leute, wir sind angekommen und ihr könnt ja auch sehen, ihr könnt auch hier so eine Tour machen mit den Händen hier. Stars Map hier und dann könnt ihr eine Tour machen, wo die Schönen und Reichen wohnen. Und jetzt zeige ich euch mal das Haus von Michael Jackson, also das letzte Haus, wo er hier in Beverly Hills gelebt hat. Ihr könnt sehen, das ist nicht gated und wir wollen natürlich auch die Privatsphäre respektieren. Nämlich wohnen hier jetzt natürlich auch neue Eigentümer. Hier könnt ihr sehen, Morning Dogs hier. Genau, das ist das Haus, wo Michael Jackson gewohnt hat. Und hier gibt es auch die Szene, wo dann der Krankenwagen gekommen ist und ihn dann sozusagen abgeholt hat und ihn nochmal Krankenhaus gebracht hat. Und dort leider verstorben ist. Hier ist das Haus. Ich will jetzt nicht weitergehen, weil ich will wirklich die Leute auch hier respektieren, die jetzt natürlich hier wohnen. Ja. Und das Haus wurde jetzt erst für 18,1 Millionen Dollar verkauft. 20 Millionen weniger als der originale Preis, hat vielleicht mit den ganzen Touris zu tun. Ich habe euch unten mal in die Bio einen kleinen Artikel gepackt. Könnt ihr sehen, die machen auch eine Tour zum Beispiel hier. Die haben jetzt hier kurz angehalten, ne? Und die Frau macht dann auch jetzt hier ein Foto. Hey, you guys do a tour here, right? Yes. Oh, nice. Yeah, this is the house of Michael Jackson. I see. I come to many times. Many times, yeah, I can imagine, yeah. YouTube or TikTok or? TikTok and YouTube, both. Both. Both, yeah. Both. Okay. Both, yeah. But wait, well, nice. Yeah, I don't want to interrupt you. No, all right. But you're doing like a tour here for all of the
There are too many famous stars. Famous stars. Who lives also here? Yeah, for here. Taylor Swift. Tyler Swift? Ah, Tyler Swift, yeah. Yeah. Walt. W-A-T, the Disney owner. The Walt Disney, yeah? All of. I think this house is Madonna. I forgot, but I just. Okay. Too many map. You can search. I'm gonna Google. Yeah, thank you so much. Yeah. Yeah. This is Michael Jackson. This is Michael Jackson house. Yeah, thank you so much. Yeah, take care. Okay. Ihr könnt auch eine Map kaufen. Ich wollte den Kollegen gerade hier vorne fragen. Für $20. $20 for a map of where the stars live. Gary, it's so expensive. You go into Google and then I make my own map. Yeah. How is it like this? Yeah, ich blende jetzt mal eine Mappe für euch ein. Also ihr könnt für 20 Euro eine Mappe kaufen. Ist ein bisschen zu teuer. Genau, $20 is too much, Gary. Crazy. Yeah, I think it's okay. Genau, ich will jetzt nicht die Leute hier nerven, die hier wohnen. I think I also want to respect the privacy because you see how many people. Michael Jackson is, Gary, he passed away 2009. It's already a decade ago he passed away, but still people going and make photos of Michael Jackson's house. This is it's crazy. Yeah, Asia, yeah, it's crazy. You see, also this woman, she just shimmed out like, oh, I want to have a photo. I make an interview with this guy. He taught me Taylor Swift live here, Walt Disney. It's crazy. It's really crazy. Und wir sind dann noch ein bisschen rumgefahren, haben aber nach keinem speziellen Haus mehr gesucht. Falls ihr euch für Starhäuser interessiert, gebt es einfach in Google ein. Die meisten Adressen wurden da schon geleakt. Ganz kurz zeigen, wir sind hier ganz kurz ausgestiegen, weil das halt wirklich alles nicht gated ist. Könnt ihr mal anschauen. Hier ist unser Auto jetzt hier vorne. Und genau, haben wir einfach mal angehalten, sind den Berg hochgefahren. Unten ist dann das Haus von Michael Jackson und gebt euch mal, wie die Leute hier wohnen. Ne? Ich will die auch wirklich, wie gesagt, ich will die Leute wirklich nicht ärgern. Möchte auch nicht, dass zu mir jemand vors Haus kommt. Ne? Aber ihr könnt ja wirklich hinfahren und ich würde euch jetzt mal ganz kurz den Ausblick zeigen. Hier ein schöner BMW. Hier gebt euch mal. Könnt ihr sehen, hier hinten ist Venice Beach, ganz hier hinten, ne? Wo das Flugzeug hochgeht. Genau, Santa Monica Pier, Venice Beach. Und das ist hier Beverly Hills und ganz hier unten ist dann das Haus von Michael Jackson. Okay, lasst uns jetzt mal weitergehen. Als nächster Stop kommt dann wirklich, was machen wir jetzt? Lasst uns mal zum Walk of Fame fahren, wo ich euch vorhin schon gesagt habe. Das ist der nächste Stop und dann vielleicht noch Santa Monica Pier und natürlich Venice Beach. Na? Hier gebt euch mal, hier noch mal ganz kurz. Das ist krass, ja? Eine kleine Hollywood-Tour hier vor diesem Haus. Wow. Heftig. Es ist wie in den Filmen. Es ist wirklich wie in den Filmen. You did ever a tour like this, Gary? No. Wow, but it's interesting, I have to say. Ja, es war cool, aber es gibt aber noch viel interessante Sachen. Da seht ihr dann im nächsten Teil. Wir gehen zum Walk of Fame, zum Santa Monica Pier und wir haben noch Tacos hier in Los Angeles probiert. Und diesen schönen Ausblick haben wir dann noch am Ende genossen. Wir sind einfach den ganzen Berg in Beverly Hills hochgefahren und gebt euch jetzt mal diesen wunderschönen Ausblick. Also, fahrt einfach hoch, schaut euch das Ganze an oder bucht eine Tour. Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal Beverly Hills gesehen zu haben.